Hast du schon mal im Café gesagt, ich kriege ein Kaffee und der Kellner guckt komisch? Viele machen solche kleinen Fehler im Alltag, das ist ganz normal. Heute zeigen wir dir einfache, natürliche Sätze für echte Gespräche, im Café, im Büro und im Haus, und zwar auf A2-Niveau. Genau, und wir üben sofort, nicht nur Theorie. Du hörst Formulierungen, die Leute wirklich sagen, und du bekommst klare Beispiele, die du heute noch benutzen kannst. Hey und hallo zusammen, ich bin Tim. Kleiner Hinweis, die ganze Lektion ist übrigens auf Vocabli. Also, fangen wir gleich im Café an, das braucht einfach jede und jeder. Ja, total. Viele sagen, ich will einen Kaffee, aber höflicher klingt, ich hätte gern einen Kaffee. Hätte gern ist super freundlich, und du klingst gleich natürlicher. Und Achtung bei den Artikeln, also der, die, das. Es heißt der Kaffee, aber die Milch und das Wasser. Wenn du unsicher bist, sag einfach einen Kaffee mit Milch, bitte, das geht immer gut. Sollen wir mal ein kleines Rollenspiel machen? Du bist Gast, ich bin Kellnerin, ja? Kurz und praktisch, wie im echten Leben. Alles klar, los geht's. Ich komm rein, lächle und sag, hallo, ich hätte gern einen Kaffee, bitte. Du bist dran. Gern. Zum Mitnehmen oder hier, zum Mitnehmen heißt, du nimmst es mit nach draußen. Hier heißt, du trinkst es im Kaffee. Für hier, bitte. Und könnte ich ein Glas Wasser dazu haben? Ein Glas Wasser ist oft kostenlos, aber frag einfach freundlich. Natürlich. Möchtest du noch etwas? Vielleicht ein Stück Kuchen ist ein typischer Satz, ganz simpel. Oh ja, ein Stück Apfelkuchen, bitte. Und kann ich mit Karte zahlen? Mit Karte verstehen alle, das ist easy. Klar. Das macht zusammen 3,50 €, wenn du den Preis nicht verstehst, sag ruhig, wie bitte, oder können Sie das wiederholen? Super. Also, die wichtigsten Sätze waren, ich hätte gern, zum Mitnehmen oder hier? Kann ich mit Karte zahlen? Schreib dir die mal auf und sag sie laut. Noch ein kleiner Tipp, du kannst auch sagen, für mich bitte ein Cappuccino. Das klingt locker, aber trotzdem höflich. Und immer ein kleines Bitte dazu, das hilft. Übrigens, Sitzplatzfrage, wenn alles voll ist, sag, ist hier noch frei? Oder, darf ich mich dazusetzen? So wirkt man freundlich und sicher. Genau. Und wenn du etwas nicht verstehst, entschuldige dich kurz, Entschuldigung, ich lerne noch Deutsch. Können Sie langsam sprechen? Die meisten sind dann echt nett. Okay, raus aus dem Café, rein in den Alltag im Büro oder Coworking. Da braucht man kleine Sätze für Smalltalk. Nicht zu lang, einfach und freundlich. Typisch am Morgen ist, morgen. Alles gut bei dir, oder na, wie läuft es? Und du antwortest, ganz gut, danke. Und bei dir, das reicht oft schon. Wenn du Hilfe brauchst, sag, hast du kurz Zeit? Oder kannst du mir mal helfen? Das klingt höflich, aber nicht steif. Und wenn jemand hilft, danke dir. Das war sehr hilfreich. Kleine Miniszene? Ich bin Kollegin, du brauchst was, okay? Kurz und echt. Hey Julia, hast du kurz Zeit? Ich verstehe die Datei nicht so ganz. Das ist total normal, kein Stress. Ja klar, ich schau mal. Welcher Ordner ist das? Ich schau mal heißt, ich gucke kurz, ich helfe dir jetzt. Der Ordner Projekte, die neue Kampagne. Danke dir. Und am Ende, passt jetzt, danke. Fertig. Sehr gut. Und wenn du ein Meeting verschieben musst, sag, können wir das Gespräch auf später verschieben? Oder einfacher, geht das auch nach dem Mittag, kurz und freundlich. Bevor wir weitergehen,
kurzer Realtalk. Manche haben Angst vor Artikeln, also der, die, das. Das ist normal. Mach's dir leichter. Merk dir ein paar wichtige Wörter für deinen Alltag, zum Beispiel der Kaffee, die Mail, das Meeting. Oh, und hier ein echter Lacher aus meinem Leben. Ich hab im Café mal deine Frau ist sehr nett gesagt, und der Typ meinte, das ist meine Mutter, ich hab seine Worte im Lärm falsch verstanden. Autsch, aber ja, sowas passiert. Gute Rettung ist nachfragen und bestätigen. Zum Beispiel, meinst du deine Frau oder deine Mutter? Oder hab ich richtig verstanden? Dann ist alles gut. Genau, ruhig bleiben, lachen, weiterreden. Und ehrlich sagen, sorry, ich hab's falsch gehört, das macht die Situation sofort leichter und freundlicher. Minitest, also Cousin Check. Was bedeutet zum Mitnehmen? Weißt du es noch? Na klar, das heißt, du nimmst dein Essen oder Getränk mit, du bleibst nicht im Café. Und wie fragst du nach Kartenzahlung? Richtig, kann ich mit Karte zahlen? Top, weiter geht's. Noch ein Bereich im Alltag. Nachbarn im Treppenhaus. Da sind kleine Sätze super wichtig und machen direkt eine gute Stimmung. Wenn du neu bist, sag einfach, hallo, ich bin neu im Haus. Ich wohne im 3. Stock und dann, freut mich, Sie kennenzulernen, das wirkt höflich und offen. Und wenn du was brauchst, frag so, wo ist der Müllraum bitte? Oder wo kann ich mein Fahrrad abstellen? Kurz, klar, kein Roman. Ein Lächeln hilft auch. Wenn ein Nachbar laut ist Musik oder jemand singt viel, bleib höflich. Du könntest sagen, Entschuldigung, eine kleine Bitte, könnten Sie heute ein bisschen leiser sein? Ich muss arbeiten, das ist freundlich und respektvoll. Ja, genau. Man weiß ja nicht, warum jemand laut ist, also bleib fair und nett. So bleibt das Gespräch ruhig, und oft findet man eine gute Lösung. Kleine Szene im Treppenhaus? Ich bin Nachbarin, du bist neu. Wir machen's kurz und freundlich. Guten Tag. Ich bin Tim, neu im Haus. Ich wohne im 3. Stock, Tür links. So starte ich, ganz easy. Willkommen, Tim. Ich bin Julia aus dem 2. Stock. Wenn du was brauchst, sag einfach Bescheid, siehst du, das ist locker und nett. Danke. Eine Frage, wo ist denn der Müllraum? Und dann, super, danke für die Hilfe. So schließt man das Gespräch höflich. Sehr gut. Und wenn du mal jemanden nicht verstehst, sag, wie war Ihr Name, oder können Sie das bitte wiederholen, das ist total normal, auch für Muttersprachler. Sprechen wir kurz über kleine Fehler, die oft passieren. Viele sagen der Milch oder die Kaffee. Das nervt manche Leute, ja, weil es unklar wird. Lern deshalb die Artikel gleich mit. Der Kaffee, die Milch, das Brötchen. Ein Tipp zum Merken: Verbinde das Wort mit einem Bild. Stell dir vor, der Kaffee hat einen Hut, also der. Die Milch hat eine Blume, die. Das Brötchen ist ein kleines Paket, das. Klingt albern, aber hilft echt. Und wenn du unsicher bist, nutz neutrale Phrasen. Zum Beispiel, ich nehme das da, bitte. Oder davon ein Stück, bitte. Im Bäcker funktioniert das wunderbar. Apropos Bäcker, ein Mini-Rollenspiel? Du willst Brötchen kaufen, ich bin Verkäuferin. Kurz und klar. Guten Morgen. Ich hätte gern 3 Brötchen und ein Croissant, bitte. Wenn du die Sorte willst, sag Dinkelbrötchen, bitte. Oder mit Körnern, bitte. Gern. Noch etwas? Und wenn du fertig bist, sag, das war's, danke, beim Bezahlen, bar, bitte, oder mit Karte, bitte, beides ist okay. Wenn du Zahlen üben willst, hör einfach genau hin. Die Verkäuferin sagt vielleicht, das macht 2,80 €.
Du wiederholst 2,80 €, danke. So trainierst du Ohr und Mund zusammen. Jetzt noch was Überraschendes. Ein bisschen Dialekt kann helfen, wirklich. In Bayern sagen Leute oft Servus oder Grüß dich. Im Norden hörst du Moin. Wenn du das freundlich sagst, lächeln die Menschen oft direkt. Ja, aber mach's langsam, also nicht übertreiben. Standarddeutsch ist immer okay. Dialekt ist wie ein kleiner Bonus für die Beziehung, nicht Pflicht, genau. Und Sprechtempo, sprich lieber langsam und deutlich. Kurze Sätze sind völlig in Ordnung. Lieber klar als super kompliziert, denn wir wollen ja verstanden werden. Noch ein häufiger Moment, du willst etwas unterbrechen. Sag einfach, darf ich kurz was fragen? Oder sorry, eine Frage noch. Das ist höflich und direkt. Und wenn du zustimmst oder nicht sicher bist, nutz kleine Wörter, genau, stimmt, vielleicht, mal sehen. Diese Füllwörter machen das Gespräch natürlicher, so wie bei uns gerade. Okay, lass uns eine schnelle Übung machen. Ich sag eine Situation, du sagst den Satz. Café ready? Du willst wissen, ob du hier sitzen kannst. Ist hier noch frei, oder wenn du zu jemandem willst, Entschuldigung, darf ich mich dazusetzen, sehr höflich und sehr klar. Büro, kurze Bitte. Du brauchst Hilfe mit einer Datei. Was sagst du? Kannst du mir mal helfen, oder etwas formeller, könnten Sie mir bitte helfen, beides passt, je nachdem, wie gut ihr euch kennt. Nachbarn, kleine Beschwerde, aber freundlich. Was sagst du? Entschuldigung, eine kleine Bitte, könnten Sie etwas leiser sein? Und vielleicht noch, ich muss gleich ein Online-Meeting machen, kurz, ehrlich, höflich. Noch 2 Mikrotipps zum Schluss. Erstens, wiederholen hilft. Wenn jemand etwas sagt, wiederhol ein Schlüsselwort, Meeting um 11, so checkst du, ob du's richtig hast. Zweitens, lächeln und nicken. Klingt banal, aber das zeigt, ich bin freundlich, ich höre zu. Das nimmt Druck raus, für dich und für die andere Person. Hey, jetzt sind wir neugierig. Welche Alltagssituation ist für dich am schwersten? Café, Büro, Nachbarn. Und welcher Satz hat dir schon mal echt geholfen? Und wie immer, kleiner Tipp unter Freunden. Die komplette interaktive Lektion mit Transkript, Wortkarten und Übungen ist gratis auf Vocably, Link in der Beschreibung. Schau da mal rein, übe laut, und dann sehen wir uns beim nächsten Gespräch.